Hallo Retro-Freunde und willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video ist ein für mich ganz besonderes Video, denn ich habe wirklich meine erste Channel-Spende bekommen. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich möchte das Paket oder ja die Spende jetzt mit euch zusammen auspacken und ja, ich würde sagen, warten wir nicht länger, fangen wir an. Bevor wir loslegen, wie immer, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt doch mal auf mein Kanallogo, abonniert den Kanal und verpasst somit kein neues Video mehr von mir. Ja, ist es wirklich passiert, ich habe die erste Channel-Spende bekommen, ich habe ein Paket erhalten, das möchte ich jetzt mit euch zusammen auspacken. Kurzer Hintergrund dazu, eine treue Verfolgerin meiner Videos, eine treue Abonnentin, die Franziska, Grüße an dich, hat mir ein paar Sachen über Facebook Messenger geschickt und hat gesagt, hier, du sammelst doch dies und das und jenes. Ja, ich habe auch dein Roomtour-Video gesehen und ich finde es richtig toll. Ich habe hier ein paar Sachen. Hast du Interesse daran? Muss sagen, es war wirklich tolles Zeug, aber ich habe gesagt, ich muss irgendwo, ich muss auch irgendwo eine Grenze ziehen. Ja, ich würde gern so viel sammeln, aber irgendwie der Platz gibt es nicht her. Und ich habe aber was gefunden, habe ihr gesagt, hier, das hätte ich gerne. Und wir haben uns dann auch geeinigt, ich habe das Geld überwiesen, ja, sie hat mir die Sachen zugeschickt, das Paket kam jetzt an und hat mir dann auch geschrieben, von wegen, dass sie noch ein paar Sachen mehr reingepackt hat, ja, und ja, sie sich freuen würde, wenn ich ein Video dazu mache. Das mache ich natürlich gerne und hat auch gleichzeitig erwähnt, wenn es halt nichts für mich sein sollte, ja, kann ich die Sachen gerne verlosen, verschenken, weitergeben und so weiter. Finde ich richtig klasse. Franziska, schon mal, wie gesagt, ich habe es noch nicht ausgepackt, aber trotzdem schon mal vielen lieben Dank dafür. Wie gesagt, das ist meine erste quasi Channel-Spende, die mich erreicht hat, ja, wo mir wirklich jemand was zuschickt und quasi nichts dafür haben möchte. Finde ich richtig klasse. Das ist richtig geile Community hier und ja, ich möchte euch nicht länger und mich natürlich auch nicht auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Ich packe das Paket mal kurz auf den Tisch. Ich habe es, wie gesagt, auch noch nicht mal ausgepackt, beziehungsweise noch nicht mal aufgeschnitten. Ja, damit auch alle sehen, das geht alles hier mit rechten Dingen zu. Hier ist das Paket. Ich hoffe, es ist richtig rum. Der Absender, der Aufkleber war hier oben drauf. Der Karton ist allerdings, es ist ein alter Quelle-Karton, glaube ich. Auch das ist allein schon richtig klasse. Ich glaube, der ist auch nicht mehr der neueste. Finde ich richtig toll. Die habe ich ewig nicht mehr gesehen, die Kartons. Da steht allerdings auf dem Kopf. Wie gesagt, der Aufkleber war hier oben. Deswegen werde ich das auch mal oben aufmachen. Ja, und ich schneide jetzt einmal das Paket auf. Ja, beziehungsweise das Packband mache ich auf. Ich bin echt gespannt. Ich freue mich gerade, wie ich die Info von der Franzi bekommen habe, dass da noch mehr drin ist, was sie beigelegt hat. Ich habe mich gefühlt wie so ein kleiner Junge, wie an Weihnachten quasi, ja. Und so geht es mir jetzt gerade auch. Ich weiß nicht, was drin ist. Erstmal richtig, ich sage es einfach schon mal vorn raus, richtig klasse verpackt. Luftpolsterfolie, Zeitungspapier, richtig toll. Ja, weg damit. Zeitungen, wow. So geht Verpackung, Leute. Das ist richtig klasse. Ja, es gibt nichts Schlimmeres, wie auch von anderen Herstellern oder Versandhäusern wie Amazon und so weiter, ja, die halt die Sachen lieblos in den Karton schmeißen. Ja, und hier ist das erste. Richtig toll, richtig klasse. Ich habe hier, seht ihr das? Sie hat mir eine Laserdisc reingepackt von dem Film Top Gun. Ja, einer meiner Lieblingsfilme aus den 80ern. Ich habe so viele Lieblingsfilme, aber der zählt wirklich zu den vorderen, der ist in den vorderen Reihen mit dabei. Eine Laserdisc. Ja, ich habe keinen Laserdisc-Player, aber ich sammle ja Schallplatten. Und Laserdisc haben ja das gleiche Format eigentlich. Ja, für die, die es nicht kennen, Laserdisc ist so der Vorläufer, der grobe Vorläufer von der DVD und der grobe Nachfolger von der VHS-Kassette, sagen wir mal so. Ja, und ich finde es richtig klasse. Das Format hat sich nicht lange gehalten. Ja, es ist wie, oh, das ist Wahnsinn. Franzi, vielen lieben Dank. Ich habe noch nie eine Laserdisc in Händen gehalten. Wir haben früher das Teil nie gehabt, diesen Player. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde es richtig, richtig klasse. Und Leute, wenn ihr auch noch nie eine Laserdisc
gesehen habt. Ich zeige es mal kurz, es spiegelt jetzt wahrscheinlich ein bisschen, aber hier haben wir eine Laserdisc, sieht aus wie eine große CD auf Schallplattengröße. Ja, da ist der Film drauf. Ich weiß gar nicht, was ich sagen. Ich finde es richtig, richtig klasse. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, das Ding bekommt auf jeden Fall einen Ehrenplatz bei mir. Ja, ich habe gesagt, ich will nicht alles sammeln, ja, was ich finde. Ich könnte auf dem Flohmarkt immer so viel mitnehmen. Aber so eine Laserdisc und dann noch von einem Lieblingsfilm von mir, die muss einfach in der Sammlung bleiben. Finde ich richtig toll. Ja, von 1986 der Film. Die Laserdisc ist von 1990, wenn ich das richtig sehe. Ja, wie gesagt, richtig toll. Auch nochmal hier in die Rückseite. Ja, es sind auch ein bisschen, fühlt sich ein bisschen schwerer an wie eine Schallplatte. Ja, ich finde es Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Dann, was haben wir als nächstes? Leute, Videokassetten. Ich habe hier einmal den Pinocchio. Ja, der Pinocchio ist es jetzt nicht der Pinocchio von Polygram. Ja, es ist ein anderer Pinocchio, Videokassette. Entschuldigung. Polygram-Video. Das finde ich ja interessant. Das finde ich echt interessant. Den kenne ich so gar nicht. Den werde ich mir mal anschauen. Gucken, ob das was für mich ist. Ansonsten, wie gesagt, Franzi, würde ich den in die Tauschkiste oder in ein Gewinnspiel packen. Ja, ist von 1983, also eigentlich ist es genau mein Metier. Ja, finde ich richtig toll. Vielen lieben Dank dafür. Und eine weitere Videokassette, und zwar von Alfred J. Quark. Ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wie man richtig ausspricht. Alfred J. Quark finde ich auch richtig toll. Ja, den Alfred J. Quark. Je öfter ich den Namen sage, umso komischer hört sich an. Ist jetzt nicht so ganz meins. Das heißt, die würde ich halt wirklich, wie gesagt, zum Tausch oder zum ja, in ein Gewinnspiel reinpacken. Ja, eine Videokassette von, ich sage jetzt nochmal, von dem Alfred. Ich nenne ihn einfach Alfred. Vielen lieben Dank. So, jetzt geht's weiter. Ich packe hier einfach, Wahnsinn, was du alles reingepackt hast. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, dann haben wir hier eine Schallplatte, eine Single, also eine 7 Zoll. Und ich zeige es euch mal, ich halte es mal in die Kamera. Die Leute, die meinen Kanal verfolgen, mein Roomtour-Video gesehen haben, die wissen ja, ich sammle ja auch Musikschallplatten aus den 70er, 80ern und so weiter. Auch 90er, da gab es ja noch Platten, bis sie dann irgendwann abgelöst und vor kurzem erst ihr Revival gefeiert haben. Die, muss ich sagen, kenne ich gar nicht. Sorry, wenn das jetzt jemand sieht und sagt, das muss man eigentlich kennen. Ist da Garde Kölsch? Ist das die Band? King Size Dick? Oder ist King Size Dick die Band? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Und das Lied auf der A-Single, auf der A-Seite heißt Na, war dat schön? Ne, war dat schön, so rum. Ist von 1991 und Seite B auf der Reeperbahn. Ja, das Lied ist von 1990. Also die Band sagt mir jetzt nichts. Ich werde hier auf jeden Fall einmal reinhören. Ich werde mir das mal anhören. Ja, wenn jemand mehr Infos zu der Band oder vielleicht ist es auch nur ein Künstler hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auch hier vielen Dank. So, dann haben wir eine Blu-ray. Wir haben sogar eine Blu-ray und die ist noch original verpackt. Ich bin sprachlos. Vielen lieben Dank dafür. Ja, und zwar ein Nicolas Cage Film. Ja, USS Indianapolis, Man of Courage. Oder Courage. Oder Courage dann. James Remar, Tom Sizemore, Thomas Jane. Also eigentlich richtig gute Besetzung. Den Film kenne ich nicht. Der dürfte auch ein bisschen neuer sein. Ist von 2018, 16 oder 18. Ich kann es nicht genau sehen. Scheint eine Art Kriegsfilm zu sein. US-Blockbuster. Habe ich noch nie gehört. Aber Nicolas Cage geht eigentlich immer. Den werde ich auspacken.
Ja, werden mir angucken. Wenn er mir gefällt, bleibt er in der Sammlung. Ansonsten würde ich den halt auch wieder in ein Gewinnspiel packen, wenn der Film mir nicht zusagen sollte. Auch hier vielen lieben Dank. Dann geht es weiter. Das ist ja Wahnsinn hier. Ja, ich packe mal. Hier haben wir ein Comic. Ein Zack-Comic. Taschenbuch. Zack-Comic. Zack Parade 6. Ja, 15 abgeschlossene neue Comic-Abenteuer. Das ist richtig klasse. Lucky Luke, Dan Cooper, Pitche Pitt, Blueberry und Mike Tenji. Den sagt mir jetzt nichts, aber das sind wohl einzelne Kapitel, ja, einzelne, wie soll ich sagen, doch einzelne Kapitel nenne ich es einfach mal, mit verschiedenen Leuten. Wie gesagt, hier geht Pitche Pitt. Dan Cooper ist hier noch ein Teil, eine Geschichte dabei. Lucky Luke. Ja, auch das ist toll. Auch das ist klasse. Das habe ich nicht. Ja, hier ist sogar Tarzan dabei. Tarzan, ich liebe Tarzan. Auch das werde ich mir durchlesen. Ja, ich werde es mir angucken, an einem schönen Sonntagnachmittag oder sowas durchblättern und mal lesen. Wenn das nichts für mich sein sollte, würde ich es weitergeben. Ansonsten auch hier würde das sich in meine Comic-Sammlung einreihen. Vielen lieben Dank. Da, was ist das? Was haben wir da? Ich habe hier... ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr drin sind. Ich habe hier zwei Skateboards. Kann ich jetzt so nicht zuordnen. Wir haben hier einmal Hip-Hop draufstehen mit einem Bildchen von einem Skater. Und wir haben hier Dance draufstehen auf dem anderen mit einem tanzenden... Ich würde sagen, ich würde es als Hund deklarieren. Die sagen mir jetzt so gar nichts. Also nicht, ob die zu irgendwas dazugehören. Wenn ihr es wisst, auch hier, schreibt es in die Kommentare. Würde ich auch in die Tausch- oder ins Gewinnspiel reinpacken. Ja, 2 Skateboards. Vielen lieben Dank. So, dann haben wir die Sachen, die ich von der Franzi haben wollte, ja, worauf wir uns geeinigt haben, kommen jetzt zum Vorschein. Und zwar... Okay, das machen wir gleich. Und zwar, ich hoffe, da ist jetzt nicht... Ich glaube, da ist noch was drin. 2, seht ihr es hier, Kassettenkarusselle. Die wollte ich unbedingt haben. Ja, da hat sie mir Bilder geschickt und hat gesagt, von denen möchte sie sich auch trennen. Sie möchte halt, dass die Sachen in gute Hände kommen. Ja, deswegen haben wir auch uns echt fair, super fair geeinigt. Ja, und 2 Kassettenkarusselle, unten diese Bappa sind noch dran, dieser Schaumstoff. Ja, man kann sie aufeinander stellen. Ich habe 2 Stück in Gelb und jetzt habe ich, das ist mega klasse, vielen lieben Dank, habe ich auch 2 Stück in Rot. Ja, und die sind top. Sie hat sogar gesagt, die haben irgendwie im Keller, glaube ich, gestanden oder so. Sie wollte sie nochmal sauber machen. Sie hat sie auch sauber gemacht. Ja, finde ich richtig toll. Also die kann ich fast eigentlich hier hinstellen, einsortieren und Kassetten reinschieben. Richtig klasse. Ich liebe diese Kassettenkarussells. Ich liebe die Dinger einfach, vor allem in diesen knalligen Farben. Wie gesagt, das ist ja das ist rot, aber je nachdem, wie das Licht einfällt, könnte es auch orange sein. Ja. Ich finde diese Farben, das ist so 70er Jahre, Anfang bis maximal Mitte 80er Jahre, glaube ich, waren die super, super modern. Ja, finde ich richtig toll. Franzi, vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich gerade tierisch. Wie gesagt, das ist mein erstes Paket, was ich in der Hinsicht bekomme, wo wirklich Sachen drin sind, die mir einfach geschenkt wurden. Bis auf die Kassettenkarusselle, wie gesagt, Leute, ausgenommen. Die behalte ich, die bleiben hier bei mir fest. Ja, die kriegen einen Ehrenplatz. Ja, aber wie gesagt, ich bin halt echt überwältigt hier. Dann habe ich, das hat gerade eben im Kassettenkarussell drin gelegen. Und zwar habe ich hier eine Hörspielkassette. Ja, und zwar die DuckTales Folge 5. Ja, finde ich auch richtig toll von Karussell. Ist jetzt kein Cover mehr dabei. Ja, aber ich glaube, ich habe die Folge, ich habe ein paar DuckTales Kassetten. Muss mal gucken, ob ich die habe. Wenn ich sie nicht habe, bleibt die in meiner Sammlung, bis ich eventuell mal eine andere Version mit Cover vielleicht bekomme. Sollte ich sie schon haben,
Auch hier Gewinnspiel, Tauschkiste. Ja, muss ich mal gucken, was ich mit den Sachen mache. Kann ich jetzt auf Anhieb gar nicht sagen, wie gesagt, ob ich sie wie gesagt, ob ich es in eine Tauschkiste packe oder ob ich sage, hier Leute, ich packe es in ein Gewinnspiel. Ja, vielleicht ganz kurz, ich näher mich den 500 Abonnenten und vielleicht ist das dann auch genau sowas, wo ich dann noch ein bisschen was von mir dabei packe und die Sachen halt auch und wieder ein Gewinnspiel mache, ein 500 Abonnenten Gewinnspiel. Ich lasse mir aber auf jeden Fall was einfallen. Und was haben wir? Dann habe ich eine Tüte Haribo. Habe so eine Tüte Haribo reingepackt. Finde ich richtig toll. Und zwar die Schlümpfe. Ja, Haribo-Tüte, Schlümpfe. Franzi, vielen, vielen Dank. Finde ich richtig toll. Und ich bin echt ein bisschen komisch, aber ich tue mir schwer, sogar so eine Tüte aufzumachen und die Dinger zu essen. Ja. Ich bin ein OVP-Sammler, was neue Spielsachen oder was auch immer angeht, ja. Und ich tue mir bei sowas auch schwer, ja. Das ist so schön verpackt. Es wird mich Überwindung kosten, aber wahrscheinlich, ich versuche es aufzumachen, ich versuche es zu genießen, schön abends bei einem Film, bei einer alten Serie, den einen oder anderen Schlumpf essen. Ich finde es richtig toll. Vielen, vielen Dank dafür. Ich kann mich gar nicht oft genug bedanken, ja. Richtig klasse. Haribo Schlümpfe. So, Leute, es geht noch weiter. Ich fasse es einfach nicht, ja. Ich fasse es einfach nicht. Was ist... Ah. Kennt ihr das? Knistergum. Das ist das, was man so isst und dann bitzelt es so auf der Zunge und im Mund? Knisternde Zuckerware und Kaugummi. Du bist verrückt. Vielen lieben Dank. Das ist für mich, das werde ich wahrscheinlich am nächsten Filmabend inhalieren. Ich finde dieses Zeug so klasse und ich habe das ewig nicht mehr gegessen. Ja, ich kann mich genau noch daran erinnern, man schüttet das in den Mund, ja, und dann fängt es an zu bitzeln und so weiter, ja. Richtig klasse, das gibt einen richtig geilen Flashback, ja, in die Vergangenheit. Ich finde es richtig toll. Franzi, vielen Dank. Das wird aufgefuttert, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. So, und es geht noch weiter. Leute, es geht noch weiter. Sie hat mir Flying Gliders, das sind glaube ich Styroporflieger. Ja, kennt ihr die noch? Die gab es auch in den 80ern. Ja, das heißt, das ist so, die gab's so am Kiosk und so weiter, meine ich. Ja, da hat man so eine Tüte bekommen, mit so einem Flieger aufgerissen, den Flieger so zusammengesteckt, ja, die Flügel so einmal längs rein, dann hat man den Rumpf gehabt. Genau hier hinten steht es auch. Hat man vorne dann so einen Propeller dran gehangen, dran gesteckt und dann hat man die Dinger fliegen lassen. Ja, manchmal mehr schlecht als recht fliegen lassen, ja, manchmal sind sie gut geflogen, aber finde ich richtig klasse. Und ich habe hier eine Spitfire und einen Mitsubishi Zero, zwei verschiedene Flieger. Franzi, richtig klasse. Die erinnern mich an meine Kindheit, von daher lasse ich die bei mir in der Sammlung. Ich weiß gar nicht, sind das alte oder gibt's die noch? Leute, gibt es die aktuell noch oder sind das wirklich halt welche aus den 80ern? Auch das schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst, wenn ihr wisst, dass es die noch gibt oder nicht. Selbst wenn sie neu sind, ja, ich habe keinen alten, von daher, die wandern in meine Sammlung, die zwei. Ja, die kriegen auch ein nettes Plätzchen und ich weiß gar nicht, ob ich die auspacken werde. Vielleicht werde ich einen auspacken und den aufstellen, den anderen dahinter stellen. Mal gucken. Richtig klasse. Vielen, vielen Dank dafür. Richtig toll. Vielen lieben Dank. Und da haben wir noch, das ist ja Wahnsinn. So. Ich glaube, das war's. Das war's, ja. Also eine Sache ist noch drin und zwar ist das ein Dragon Ball Set, ja, Schlüsselring, Magnetic Keychain. Ich weiß gar nicht. Magnetisch. Ach so, ja, okay. Dann habe ich die Schlüssel halt immer mit dran. Dragon Ball Set, der ist von 1999, ja, also aus dem letzten Jahrtausend. Ja, neu original verpackt, finde ich richtig toll.
Allerdings, Dragon Ball ist jetzt so, diese späteren 90er Jahre Anime-Geschichten und so weiter sind nicht so ganz meins. Von daher finde ich das richtig toll. Den werde ich verlosen. Der kommt in ein Gewinnspiel. Ja, da wird demnächst bei mir was passieren. Und ja, vielen Dank nochmal, das waren die Sachen aus dem Paket, aus meiner ersten Channel-Spende. Ich finde es richtig klasse. Ja, Leute, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, ja, von diesen Sachen. Wie gesagt, die Franzi hat mir das zugeschickt und möchte nichts dafür haben. Sie möchte mir eine Freude machen. Er hat, wie gesagt, wenn ich die Sachen nicht gebrauchen kann, kann ich sie gerne weitergeben. Ja, das ist Wahnsinn, ja, dass es sowas überhaupt noch gibt heutzutage. Das ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit, dass jemand sowas macht. Ja. Ich finde es richtig toll. Franzi, nochmal vielen lieben Dank dafür. Ich finde es richtig klasse. Ja, was soll ich sagen? Natürlich, ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Ja. Ich stottere gerade etwas. Ich finde es richtig toll. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von so Channel-Spenden? Ja? Wie findet ihr das? Ja, sind da ein paar Sachen davon dabei, mit denen ihr euch identifizieren könnt? Ja, was soll ich sagen? Ich lasse es auf mich wirken. Ja, ich werde gleich die Schlümpfe vielleicht aufmachen und schon mal den einen oder anderen verspeisen. Ja, dann spiele ich mal den bösen Gargamel. Ja, was soll ich sagen? Wir beenden das Video jetzt hier. Ja, wenn ihr, wie gesagt, wie immer, ja, ich würde mich über ein Like freuen. Ich würde mich über jeden Kommentar freue ich mich. Ich beantworte jeden Kommentar. Ja, wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und das soll es gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, Leute. Euer Retro Rauner.